Der HR-Videowettbewerb Meine Ausbildung. Du führst Regie geht in die 14. Runde. Teilnehmen können alle Schüler ab der 8. Klasse im Raum Hessen, die Lust haben, einen Film zum Thema Ausbildung zu machen. Na, keine Lust, das klingt super langweilig. Aber das kann doch vieles bedeuten. Und deine Perspektive auf das Thema ist wichtig. Was denkst du über die Schule, die Qual der Wahl von Berufen? Was wünschst du dir für deine Zukunft? Wie soll ich das überhaupt machen? Das Video kannst du gestalten, wie du willst. Es kann informativ sein oder lustig oder künstlerisch. Und du kannst auch was gewinnen. Geldpreise im Wert von über 14.000 Euro. Und die TV-Ausstrahlung des Films im HR-Fernsehen. Ich guck kein Fernsehen. Aber es gibt die wirklich tollen Kategorien. Bester Film, beste Story, beste schauspielerische Leistung, beste Innovation, bester Newcomer, Sonderpreis für Inklusion. Na, das ist doch etwas. Das ist etwas, ja? Na, das kenne ich alles schon. Okay, du willst was Neues? Kannst du haben. Eine brandneue Kategorie für kleine Handyvideos. Hier kannst du nicht nur horizontal 16:9, sondern auch vertikal 9:16 filmen. Mir ist so schwindelig. Was ist denn das? Ein Alien? Star Wars? Filmrequisite? Autogramme? Wo bin ich denn hier gelandet? Ein Oscar? Wartet mal. Das kann doch eigentlich nur das Filmmuseum in Frankfurt sein, oder? Eine bessere Location hätten wir uns für diesen Anlass gar nicht aussuchen können. Filmgeschichte, Emotionen und Preise. Wie der hier. Ein Oscar. Viele FilmemacherInnen, SchauspielerInnen träumen davon und wir lassen heute Träume wahr werden. Und damit herzlich willkommen zur Preisverleihung Meine Ausbildung. Schön, dass ihr dabei seid. Zum 14. Mal findet die Verleihung heute statt, bei der es zwar keinen Oscar zu gewinnen gibt, dafür aber die Ausstrahlung eurer Filme im HR-Fernsehen. Dazu 7 Geldpreise. Ich habe in den vergangenen Tagen alle Filme gesehen und ich muss wirklich sagen, alter Schwede, das ist schon ziemlich krass, was ihr da abgeliefert habt. Super kreativ und auch mutig. Und deshalb wollten wir von euch wissen, was hat euch eigentlich motiviert? Uns hat motiviert, dass wir selbst mit dem Thema uns beschäftigt haben, da wir kurz vor unserem Schulabschluss stehen und es natürlich auch sehr wichtig ist, was wir danach machen wollen. Am meisten hat uns motiviert die Zusammenarbeit in der Gruppe. Das gemeinsame Interesse an Film und Schauspiel, aber natürlich auch das Zusammenarbeiten mit Freunden an solch einem Projekt. Dass wir näher das Schauspielern kennenlernen durften und auch die Produktion dahinter, also das Filmen und das Schneiden. Motiviert hat mich, dass man sich kreativ austoben konnte und dass man so ein bisschen selbst gestalten konnte, was man drehen will. Dass wir als Klasse zusammengewachsen sind. Und natürlich auch der Fakt, dass man natürlich eine Chance auf einen Gewinn hat. Ja, jetzt bin ich klamottenmäßig auch in der Realität angekommen. Wir wollen aber heute nicht über mich sprechen, sondern über euch und eure Motivation, die sich auf jeden Fall richtig gelohnt hat. Ja, und heute gibt es Preise und viel Anerkennung. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, warum der Hessische Rundfunk hier überhaupt mitmacht. Die Antwort hat unsere Programmdirektorin Gabriele Holzner. Ihr seid doch sicher auch permanent online mit Geräten wie diesem hier. Und in so einer Timeline sind ja dann jeden Tag jede Menge Fotos, Videos und Texte. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wo das alles herkommt, was davon echt ist oder fake ist, wem ihr vertrauen könnt, wer die Quelle ist? Das ist manchmal gar nicht so einfach festzustellen und es geht übrigens uns Profis auch oft so, dass wir das ziemlich aufwendig nur rauskriegen können. Und gerade in so Zeiten wie zur Zeit, wo es um Krieg geht und Kriegspropaganda, wie in der Ukraine, da ist es verdammt schwer. Und was hat das jetzt alles mit dem Videowettbewerb Meine Ausbildung zu tun? Ja, ganz einfach. Wir sind nämlich der Überzeugung, wer schon mal selber einen Film gemacht hat, der kann sehr viel besser beurteilen, wie das geht. Und ganz nebenbei habt ihr euch jetzt auch natürlich auch mit Inhalten beschäftigt, nämlich was ist euch wichtig in eurem Leben, was wollt ihr für eine Ausbildung machen, was wollt ihr mit eurem Leben so anstellen. Und auch das ist wichtig für eure Zukunft. Und uns ist wichtig, Krisen hin oder her, es kommt immer auf euch an, was ihr mit eurem Leben macht und da könnt ihr auf euch selbst vertrauen und müsst es auch tun und ihr müsst auf Quellen vertrauen, die euch gute Ratschläge geben. Und wir wollen aber auch, dass ihr denen misstraut und das wirklich hinterfragt, wo die Ratschläge vielleicht nur vermeintlich gut sind. Und
Wenn wir dazu einen klitzekleinen Beitrag geleistet haben, dann war es gut. Vielen Dank an unsere Programmdirektorin Gabi Holzner. Ja, ihr habt es schon mitbekommen, ich bin hier im Filmmuseum in Frankfurt gelandet und ihr sitzt vermutlich irgendwo im Unterricht. Viel schöner wäre es natürlich, wenn wir zusammen die Veranstaltung feiern könnten. Ja, leider geht das noch nicht. Trotzdem wollen wir dieses Jahr nicht auf Applaus verzichten. Deshalb gibt es hier diesen tollen Buzzer, quasi Applaus 2.0. Bisschen cringe, aber auch ganz nice. Bevor es aber losgeht, zeige ich euch mal, wie es hinter den Kulissen aussieht. Quasi das, was ich die ganze Zeit sehe. Es sind etliche Leute hier, Kamerateam, Beleuchter ist da, der Tonmann. Wir haben hier die Redaktion. Und ganz da hinten, dieser Mann, der da gerade so ein bisschen rumspielt, ist eigentlich die wichtigste Person hier am Set. Das ist Joachim Meissner, der Organisator dieser Veranstaltung. Joachim! Ja? Ich will dich ja nicht stören, aber wie gefällt dir die Location? Das ist super, hier kann man eine Menge ausprobieren. Ja, ich macht merke, richtig Spaß. Komm doch bitte zu mir. Ich hätte die eine oder andere Frage vielleicht noch an dich. Sag mal, Joachim, diese Veranstaltung findet jetzt hier schon zum 14. Mal statt. Ist das überhaupt noch modern? Absolut. Ja? Also das spiegeln uns auch immer wieder die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte, die jedes Jahr teilnehmen. Es zeigt sich, dass zwar die Jugendlichen anders aufwachsen heute mit den Medien, also Tablet oder mit Handykamera. Das gab es damals natürlich noch nicht, als wir vor 14 Jahren angefangen haben. Das hat sich alles weiterentwickelt. Aber es fehlt ihnen oftmals die Souveränität. Was meinst du genau damit? Naja, dass sie sich nicht beherrschen lassen von den Medien, von der Technik, von den Möglichkeiten, die es gibt, sondern dass sie kennenlernen, damit sie beherrschen, damit sie selber in der Lage sind, souverän damit umzugehen. Das ist wichtig. Und außerdem gibt es Einblicke in Berufsfelder, die sie sonst nicht kennen beispielsweise. Ne? Welche Berufe sind das zum Beispiel? Was fällt dir da spontan ein? Naja, die meisten Schüler kennen ja oder Jugendliche kennen ja Berufe wie deinen zum Beispiel, Moderator oder Moderatorin oder Schauspielerinnen, sowas kennen sie. Aber alles, was wir hier auch haben, alles, was hinter den Kulissen stattfindet, das eröffnet den Jugendlichen auch Einblicke in eine Berufswelt, die sie so eigentlich nie kennenlernen würden. Und das merken wir auch in den Filmen, dass sie da sukzessive immer mehr, sagen wir mal, sich mit auseinandersetzen, das kennenlernen und das als Perspektive wahrnehmen. Und das entwickelt sich im Wettbewerb immer so weiter. Vielen Dank, Joachim. Dir noch ganz viel Spaß beim Erkunden. Wer welchen Preis heute hier abräumt, das muss ich zum Glück nicht entscheiden. Dafür hatten wir auch dieses Jahr eine richtig tolle Jury. Wir schalten mal zu ihr hin. Hallo zusammen. Ja, alle sehen sehr glücklich aus und besonders happy ist auch Cold Mirror. Hallo Kadi, wir beide kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Was sagst du denn eigentlich zu den ganzen Einsendungen? Es gab viele schöne Videos über Berufsvorbereitung. Es waren ein paar Sachen mit Metaebene dabei, ein paar surreale Sachen. Und insgesamt waren viele schöne Kunstwerke dabei. Vielen Dank für diesen Eindruck, Kadi. Ja, so langsam wird es spannend. Wir kommen gleich zu unserer ersten Kategorie. Davor schalten wir aber noch ganz kurz zu einem neuen Kollegen, den ihr noch nicht kennt. Er ist heute ja sowas wie unser rasender Reporter und stellt uns alle Sponsoren und auch Kategorien vor. Und dafür hat er sich etwas ziemlich Cooles einfallen lassen. Hallo Sven, wir sind alle sehr aufgeregt. Wo bist du und was hast du heute vor? Hi Daniel, ich bin hier in Frankfurt am Willy-Brandt-Platz, mitten in der Stadt. Hier sind die Menschen unterwegs und meine Idee ist, du verrätst mir jetzt gleich, wer die Sponsoren sind für die Kategorien heute. Und dann frage ich mal, was die Menschen hier draußen auf der Straße eigentlich über die so wissen, was die machen, was die so antreibt. Unsere erste Kategorie ist übrigens bester Newcomer. Ja, du, frag doch mal die Leute, was ihnen zu unserem ersten Sponsor Provades einfällt. Okay, damit fange ich an. Provades, da stehen viele Fragezeichen drumherum. Ja. Was ist Provades, frage ich dich. Wir haben hier mal 4 Optionen für dich. Was denkst du? Altenheimkette, Fußpflegeprodukt, Bildungsanbieter, Versicherungskonzern. Was ist das? Letzteres nicht, keine Ahnung. Altenheimkette. Also Wades erinnert mich irgendwie an Wade, deswegen will ich mal so spontan, das ist ja in der Nähe vom Fuß sagen, also ein Fußpflegeprodukt. Es müsste ja, also Pro heißt ja für irgendetwas. Für die Wade. Altenheimkette. Also ich finde, das hört sich an wie so ein Medikament oder so oder irgendwie was Medizinisches, deswegen würde ich sagen Fußpflegeprodukt. Also ganz sicher waren sich die Menschen hier jetzt nicht. Fragen wir jetzt mal jemanden, der es wissen muss. Der Sponsor des Newcomer-Preises.
Herr Dr. Lemke, Sie sind von Provades. Verraten Sie uns, war unsere Antwort die richtige? Was macht Provades? Ja, Provades ist ein Bildungsanbieter. Er ist sogar das größte Ausbildungsunternehmen hier im Land Hessen. Und das in über 40 Berufen, von IT-Berufen, kaufmännischen Berufen, Laborberufen, aber auch tollen technischen Berufen oder Produktionsberufen, die wir für große Unternehmen durchführen. Dass Provades vielleicht nicht jedem bekannt ist, liegt daran, dass wir nicht für uns selbst ausbilden, sondern für große internationale Unternehmen. Das sind Pharmaunternehmen wie Sanofi oder BioNTech. Das sind andere Wirtschaftsunternehmen, es sind Banken, es sind Versicherungen. Und das Besondere, wir bieten auch duale Studiengänge an. Ja, all das kann man hier machen, gemeinsam mit den Unternehmen hier am Campus Provades im Frankfurter Westen oder auch in Marburg im Bereich der Behringwerke. Alles Nähere findet man bei uns auf unserer Homepage provades.de. Oder man kann sich hier umgucken bei unserem nächsten Tag der offenen Tür in Marburg am 16. Juli oder hier in Frankfurt am 24. September. Gesucht werden von den Betrieben ja meistens die Besten, die Strebsamsten, die Fleißigsten. Haben denn eigentlich auch die Leute eine Chance auf einen Ausbildungsplatz, die nicht die Top-Noten haben oder aus den angesagten Vierteln der Stadt kommen, wie hier in Frankfurt? Was können die tun und was kann Provades dazu beitragen? Es geht nicht darum, wirklich den auszubildenden Bewerber zu finden oder den Studierenden, der die besten Noten hat. Wir suchen den geeigneten Auszubildenden, die geeignete Auszubildende oder den geeigneten Studierenden. Und das macht sich nicht allein an Noten fest. Das macht sich vor allen Dingen an der Motivation fest, an der Freude, diesen Beruf, diesen Studiengang zu erlernen. Und wenn man es mal nicht so gute Noten hatte, dann sollte man sich trotzdem bewerben. Wir haben noch viele spannende offene Studienplätze hier und auch einige Plätze in den Ausbildungsgängen. Einfach mal vorbeischauen, sich informieren und vielleicht sehen wir uns hier wieder. Ich würde mich freuen. Vielen lieben Dank für die langjährige Unterstützung, Dr. Lemke. So, ihr Lieben, jetzt wird es spannend. Wir kommen zu unserer ersten Kategorie, bester Newcomer. Und das hier sind die nominierten Filme. Kleinen Moment. So. Sie haben noch nie einen Preis gewonnen, doch das ändert sich jetzt. Boom! Nominiert als bester Newcomer sind die Friedrich-Ebert-Schule aus Gießen. Ich könnte natürlich ein Arzt werden, das ist ja voll respektabel, aber so viel lernen. Oder ich könnte ein Anwalt werden, ich könnte für Gerechtigkeit stehen. Die Franz-Böhm-Schule aus Frankfurt. Hier, nimm das, du Scheiße. Nimm diese Flasche gleich in dein Gesicht. Die Progenius-Schule aus Darmstadt. Ach, Sami, kein Wunder. Sein Bruder ist im Knast, der hat genau denselben Scheiß gemacht. Mutter, Vater getrennt, die Mutter alkoholkrank, der Vater arbeitslos. Was erwarten Sie sich bei so einem Schüler? als Newcomer zum ersten Mal gewonnen hat. So ihr Lieben, wir haben ja schon häufig über eure Zukunft gesprochen und heute sollt ihr ein Essay verfassen. Und zwar zu dem Thema, wie seht ihr eure Zukunft? Also ein Essay über meine Zukunft. Naja, eigentlich ja ganz einfach. Ich weiß ja, was ich werden möchte, oder? Ich könnte natürlich ein Arzt werden, das ist ja voll respektabel, aber so viel lernen. Oder ich könnte ein Anwalt werden, ich könnte für Gerechtigkeit stehen. Aber schon wieder so viel Stress. Möchte ich das wirklich? Meine Eltern haben so viel auf sich genommen, als sie von Kasachstan mit mir nach Deutschland gekommen sind. Ich möchte nicht, dass alles umsonst war, der ganze Umzugsstress.
Meine Eltern erwarten viel von mir. Sie wollen, dass ich ein Anwalt oder ein Arzt werde. Seitdem ich nach Deutschland gekommen bin, war ich die ganze Zeit am Lernen. Tag und Nacht. Ich musste die Sprache lernen, mich noch dazu irgendwie integrieren. Aber wann kann ich neue Freunde machen, wenn ich den ganzen Tag in meinem Zimmer bin und am Arbeiten bin? Ich möchte wirklich nicht meine Eltern enttäuschen, aber alles, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, war nur Stress. Nur weil meine Eltern unbedingt wollen, dass ich etwas studiere. Lernen. Jetzt ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ich Zeit habe, nachzudenken, was ich machen möchte. Nein, das geht gar nicht. Es muss sich etwas ändern. Ich muss jetzt für mich selber entscheiden. Ihr fragt euch sicherlich, wieso ich so unsicher war, als ich mein Essay schreiben sollte. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ich weiß nicht, wie ich über meine Zukunft nachdenken soll, wenn meine Noten sowieso schlecht sind. Wenn zu Hause alles schief läuft und du andere Dinge als Schule, Lernen und Ausbildung in deinem Kopf hast, dann hast du gar keine Zeit mehr, um dir Gedanken über deine Zukunft zu machen. Es fühlt sich so an, als wäre mein Leben ein Weg, wo sich keine Tür öffnet. Ich versuche einen Weg zu gehen, wo ich versuche, meinen psychischen Stress zu verarbeiten. Das klappt nicht. Diese Tür lässt sich auch nicht öffnen. Ich verzweifle. Ich versuche, die nächste Tür zu öffnen, wo ich anfange zu lernen. Es klappt trotzdem nicht. Ich schreibe trotzdem schlechte Noten. Und jetzt stehe ich vor der Entscheidung, Ausbildung oder Studium. Ausbildung oder Studium. Doch keine Tür öffnet meinen Weg. Und so geht es mir. So könnt ihr euch das vorstellen. Versteht ihr jetzt, wieso ich orientierungslos bin? Die anderen Schüler haben nicht dieselben Probleme wie ich. Für die ist alles so einfach. Ich kann das nicht. Sollte ich doch lieber eine Ausbildung machen? Was ist, wenn mein Job mir aber nicht gefällt? Was ist, wenn mein Chef und meine Kollegen mich nicht mögen? Was ist, wenn ich zu wenig Geld habe, um mir meine Lebensstandards zu ermöglichen? Ist dann doch ein Studium besser? Was ist, wenn ich weiter schlechte Noten schreibe? Kein Studium? Was ist, wenn meine Eltern sich trennen? Ich stehe mitten in meinem Leben und ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht. Aber Moment, es gab noch eine Notausgangstür, die ich übersehen hatte. Die Berufsberatung. Die Berufsberatung findet immer einen Weg. Ich werde mit der Berufsberatung an unserer Schule einen Termin vereinbaren. Heute noch. Diese Aufgabe ist leicht für mich. Ich bin mir sehr sicher, was ich werden möchte. Sogar so sicher, dass ich einen langen Text darüber schreiben kann. Ich bin glücklich darüber, dass ich schon weiß, was ich werden möchte, sodass die Tür zu meiner Zukunft schon offen steht und ich nur noch durch diese hindurchgehen muss. Ich muss viel lernen, um gute Noten zu schreiben, um mein Ziel zu erreichen. Ich möchte unbedingt studieren, um eine gute Anwältin zu werden. Ich habe mein Ziel klar vor Augen. Wenn ich es geschafft habe, werde ich in meinem Beruf als Anwältin sehr fleißig arbeiten. Ich habe mir noch keine großen Gedanken über meine Zukunft gemacht. Ich denke, man muss erst mal herausfinden, wo die eigenen Stärken liegen. Darum kann man zum Beispiel ein Praktikum machen. Danach kann man sagen, ob einem das Praktikum gefallen hat oder nicht. Ich arbeite gerne mit Kindern und mag es, ihnen etwas beizubringen. Ohne mein Praktikum bei einer Kindertagesstätte hätte ich das nicht erfahren. Ich möchte sagen, dass es nicht schlimm ist, wenn ihr keinen genauen Plan habt. Die Hauptsache ist, dass ihr früher oder später herausfindet, was ihr machen wollt. Und wenn ihr schon ein bestimmtes Ziel habt, könnt ihr euch darauf gut vorbereiten und euren Wunsch erfüllen. Egal, ob ihr schon eine Idee habt oder noch am Suchen seid, wenn wir uns konzentrieren und bemühen, können wir es bestimmt schaffen und uns mit dem Erfolg belohnen.
herzlichen Glückwunsch zu diesem wirklich sehr tollen Film, der mich aber auch ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Kroatien und wollten immer, dass ich etwas Anständiges mache. Heißt, Arzt werde, Ingenieur oder Anwalt. Letztendlich habe ich aber auf mein Herz gehört und bin beim Fernsehen gelandet. Deswegen macht bitte das, was euch glücklich macht und nicht unbedingt, was sich eure Eltern wünschen. Unsere Jury findet übrigens, dass ihr eure Gedanken zum Thema Ausbildung, Verunsicherung, aber auch Chancen und Perspektiven richtig gut sichtbar gemacht habt. Aufwendig gedreht und sehr abwechslungsreich. Ein toller Film mit sehr viel Tiefgang. So, wir sind im Flow. Es geht direkt weiter mit der nächsten Kategorie. Beste Innovation und natürlich dem dazugehörigen Sponsor, die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Kleinen Moment noch, ich muss ganz kurz bei Sven anrufen. Hallo? Sven? Was hast denn du da eigentlich in der Hand? Ja, spannend, oder? Was das wohl ist, das frage ich jetzt auch mal unsere Passanten. Ich habe hier einen Gegenstand und du sollst mir sagen, was das ist. Spontan würde ich sagen Kerzenständer. Es sieht mir fast aus wie, wie heißt das jetzt? Hier, um eine Flasche aufzukriegen, würde ich jetzt sagen. Ja, ist es nicht. Ist es nicht? Okay, das ist unangenehm. Es liegt neben der Gabel. Ein Essbesteck. Ja, und für was? Keine Ahnung. Das ist ein Keulenhalter, damit könnte man Hähnchenkeulen essen. Ah, das macht Sinn, ja. Findest du das eine gute Idee? Nee, auf gar keinen Fall. Wenn schon mit den Fingern, ganz ehrlich. Was würdest du dir denn sonst so für Erfindungen wünschen? Was fehlt dir in deinem Alltag? Ich dachte mal, ich erfinde Briefmarken mit Geschmack, aber dann gab es die zum Selbstkleben. Brauchen wir in hessischen Unternehmen mehr kreativen Nachwuchs, mehr Erfindergeist? Das frage ich mal die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Die sponsern nämlich bei uns heute die Kategorie Innovation. Frau Stoll-Wevior, was sagen Sie? Brauchen Sie diesen kreativen Nachwuchs mit innovativen Ideen? Ja, auf jeden Fall. Viele hessische Unternehmen brauchen Nachwuchs. Das heißt, es gibt auch viele freie Ausbildungsplätze noch. Und die hessischen Unternehmen, die suchen nach klugen, kreativen Köpfen. Wenn man kreativ ist, dann bringt man auch eine sogenannte Zukunftskompetenz mit. Es gibt nämlich Untersuchungen, was in der zukünftigen Arbeitswelt an Fähigkeiten auch gebraucht wird. Und da ist Kreativität eine von den überfachlichen Kompetenzen neben technologischen und auch digitalen Fähigkeiten, die gebraucht werden, die an Bedeutung gewinnen wird. Und was heißt das Kreativsein? Dass man eben neue Ideen, innovative Ideen entwickelt, zum Beispiel für neue Produkte, out of the box denkt, dass man kreative neue Lösungsansätze findet. Und das Gute ist ja, oder die gute Botschaft, dass alle, die hier beim Wettbewerb mitmachen, also ihr, dass ihr eine große Portion Kreativität ja auch schon mitbringt, dadurch, dass ihr eure Gedanken und eure Ideen zur Ausbildung filmisch umsetzt. Also weiter so. Die meisten bekannten Erfinder und Universalgenies hatten ja Ahnung von Mathe, Physik, Naturwissenschaften. Werden denn bei Ihnen in den Branchen auch Schülerinnen und Schüler gesucht, die gut in Deutsch sind oder in Religion, in Kunst und in Musik? Ja, auch hier wieder ein klares Ja. Die hessischen Unternehmen, die suchen Schüler und Schülerinnen, die gut sind, die begeisterungsfähig sind, die motiviert sind, und zwar in allen Fächern, weil es gibt ja sehr viele verschiedene Branchen und Fachbereiche, wo auch Ausbildungsplätze frei sind und Leute gesucht werden. Und es gibt Studien, die auch belegen, dass eben in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften, Technik, Informatik immer mehr Menschen und Fachkräfte in Zukunft auch benötigt werden. Gleichermaßen ist es aber auch wichtig, dass das Wissen aus verschiedenen Fachbereichen zusammenkommt, um eben die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft gut meistern zu können. Und darum ist es so wichtig, dass alle Personen nach ihren Talenten gefördert werden, egal welches Geschlecht, egal wo oder wie man aufgewachsen ist. Und daher nochmal vielleicht ein Appell an alle jungen Menschen, die hier auch zuschauen. Es lohnt sich, sich mit den eigenen Stärken und Interessen auseinanderzusetzen und daraufhin so die nächsten Schritte zu planen für die eigene berufliche Laufbahn. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, mir bleibt zu sagen, alles Gute, einen herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen Wettbewerbs und nur Mut für eine Bewerbung, für einen Ausbildungsplatz. Es gibt für jede und jeden etwas.
Ja, super spannend und damit machen Sie ja auch einigen jungen Menschen Mut. Vielen Dank an die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Und jetzt geht es zack, zack, zack zu Cold Mirror, die auf jeden Fall weiß, wer in der Kategorie Beste Innovation nominiert ist. Sie haben außergewöhnliche Techniken benutzt. Sie sind erfindungsreich und am Puls der Zeit. Nominiert für den Innovationspreis sind die Justus-Liebig-Schule aus Darmstadt. Sag mal, warum kam für mich eigentlich keine Ausbildung am Ende der 10. Klasse in Betracht? Naja, also Abitur macht jeder. Das brauche ich, egal was ich mache. Außerdem habe ich mir darüber ehrlich gesagt auch keine großen Gedanken gemacht. Die Erich-Kästner-Schule aus Homberg-Efze. Schönen guten Tag, Frau Müller. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Schön, dass es funktioniert hat. Setzen Sie sich doch. Vielen Dank. Ich habe vor 2 Tagen meinen Lohn bekommen und das war ganz schön wenig. Wissen Sie, woran das liegen könnte? Das liegt an der Porto-Netto-Regel. Die Gesamtschule Gleiberger Land aus Wettenberg. Blonde Mähne mit blauen Gummis, die war doch schon mal da. Ich habe dir doch schon gesagt, dass du hier nicht mehr zu auftauchen brauchst. Jana, ich will ja nicht aufdringlich sein, aber ich versuche dich doch nur wieder in den Betrieb zurückzuholen. Und der Gewinner des Innovationspreises ist... Jana, du schickst diese E-Mail jetzt ab und dann sind deine Tage in diesem Betrieb gezählt. Ich traue mich aber nicht. Ich fühle mich irgendwie noch immer dazu verpflichtet, dort meine Ausbildung machen zu müssen, wenn doch so dringend Leute gebraucht werden. Wir haben das doch jetzt schon so oft besprochen und ich wäre nicht deine beste Freundin, wenn ich dir nicht sagen würde, dass das die richtige Entscheidung ist. Du musst bei Schlaufuchs anfangen. Es ist besser für dich. Und Thea, die wird mich ja wohl kaum in Ruhe lassen. Um die kümmern wir uns dann. Mehr als dich überreden zu wollen, kann sie ja nicht. Also gut. Dass das mal passiert, dass du eine halbe Stunde zu spät kommst. Es ist 9:30. Ja, ist ja gut. Es kam gerade das Paket für deine Bestellung an. Was? Jetzt schon? Naja gut, von mir aus. Jana ist auch schon da, sie ist gerade im Lager. Alles klar. Weißt du, was ich finde? Was denn? Jetzt macht Jana ihre Ausbildung schon lange bei uns. Aber ich finde, sie sieht immer etwas traurig aus. Wie als würde sie etwas bedrücken oder Sorgen machen. Ja, das ist mir manchmal auch schon aufgefallen. Ist da jemand einem eventuellen Detektivfall auf der Spur? Ich weiß es nicht. Aber als Ladendetektiv muss ich ja nicht immer nur darauf achten, dass in unserem Laden alles gut abläuft. Ich kann ja auch auf das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter achten. Ich gehe schon. Jana? Ja, was ist? Könntest du mir den Preisschildknipser kurz bringen? Ja, klar, mache ich. Blonde Mähne mit blauen Gummis, die war doch schon mal da. Ich habe dir doch schon gesagt, dass du hier nicht mehr zu auftauchen brauchst. Jana, ich will ja nicht aufdringlich sein, aber ich versuche dich doch nur wieder in den Betrieb zurückzuholen. Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich nichts mehr mit Blumengarten zu tun haben will. Und wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich habe zu tun. Du wirst dort gebraucht. Die scheint sie irgendwie zu bedrängen. Ich sollte ihr helfen. Jana, kommst du? Ich brauche dich. Thea, du weißt alles, was du wissen musst. Und wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich werde gebraucht. Jana, jetzt denk doch bitte nochmal darüber nach. Was wollte die denn schon wieder hier? Ach, Philipp, weißt du, ist nicht so wichtig. Die war schon einige Male da und hat dich da schon so bedrängt. Ich finde, das sieht nicht gerade danach aus, als wärt ihr beste Freunde. Phil,
Ich weiß, dass du ein Detektiv bist und dass du hinter allem nachgehst, was auf dich zukommt. Aber, ach. Ben ist es auch schon aufgefallen, bestimmt auch nicht nur uns. Da stimmt doch etwas nicht. Und du würdest es uns auch wesentlich einfacher machen, wenn du es uns sagst, als es abzustreiten. Naja, weißt du, im Blumengarten war es nicht schön zu arbeiten. Und es hat mich echt Überwindung gekostet, dort aufzuhören, weil ich mich nicht getraut habe. Aber du hast es getan und hattest den Mut dazu. Das war sehr gut. Ja, schon. Aber es herrscht gerade ein so großer Mangel an Auszubildenden. Thea ist eine der Leiterinnen und will unbedingt, dass ich wieder zurückkomme. Aber ich will das nicht. Schau, wir können tun, dass es nicht mehr vorkommt. Wir können ihr Ladenverbot verpassen und wenn das nicht hilft, können wir auch noch zur Polizei gehen. Nichts sollte jemanden daran hindern, Spaß an der Arbeit zu haben. Du hättest damit schon viel früher zu uns kommen sollen. Ich wusste halt einfach nicht, was ich tun sollte und ich dachte dann, sie wird von selber aufhören. Wir schaffen das schon. Danke. Alles richtig gemacht, Preis abgeräumt, super kreative Idee. Meine Lieblingsszene ist übrigens, wenn das Pferd mit dem Huf die Kiste öffnet. Sehr elegant, findet auch unsere Jury und lobt vor allem die gute Umsetzung. Man hat zum Beispiel keine Finger von euch gesehen. Außerdem habt ihr die Emotionen sehr gut auf die Tiere übertragen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, so einen Film zu machen, ist gar nicht so einfach. Ich spreche da aus Erfahrung. Die Recherche, das Drehbuch schreiben, Rollen verteilen, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven drehen, immer und immer wieder Outtakes, das volle Programm. Es gab bestimmt viele Herausforderungen und das in einer Zeit, ja, die momentan alles andere als einfach ist. Wir hatten das Problem gehabt, dass im Hintergrund immer Kinder geschrien haben oder durchs Bild gelaufen sind und dann mussten wir immer gucken, dass niemand in der Nähe ist, wenn wir drehen. Unser wohl härtestes Problem war, dass an unserem größten Drehtag einer unserer Hauptdarsteller ausgefallen ist. Unser größtes Problem war die Zeit, dadurch, dass der Filmdreh direkt in unsere Abschlussprüfung gefallen ist und deswegen war es zeitlich manchmal ein bisschen knapp. Am schwierigsten war es, den Text vom Drehbuch auswendig zu lernen. Wir hatten Probleme mit dem Copyright. Ja, außerdem mussten wir es so oft aufnehmen, bis es dann endlich geklappt hat. Wir hatten natürlich auch sonst sehr komplizierte Szenen, bei denen es wirklich zu Problemen kam beim Schneiden, weil uns einfach die Übung fehlt. Liebe Schülerinnen und Schüler, was sind das für Zeiten? Die Corona-Pandemie ist hoffentlich mehr oder weniger vorbei. Die Klimakrise verfolgt uns natürlich weiter. Und jetzt auch noch ein Krieg mitten in Europa. Schlechte Zeiten, könnte man meinen. Und für diejenigen, die von diesen Krisen betroffen sind, und dazu gehört ihr auch, wenn wir nur an Corona denken, waren oder sind das auch tatsächlich keine guten Zeiten. Aber für eure beruflichen Perspektiven sind die Zeiten trotzdem nach wie vor rosig. Denn der Fachkräftemangel macht sich in allen Bereichen unserer Wirtschaft bemerkbar und gerade in den Ausbildungsberufen. Es gibt viele Branchen, die händeringend nach gut qualifizierten Kräften suchen. Und deswegen lohnt es sich, in eine Ausbildung zu investieren. Deswegen lohnt es sich, auf eine Ausbildung hinzuarbeiten. Und das habt ihr mit euren Beiträgen zu diesem Wettbewerb großartig bewiesen. Ihr habt Teamwork gezeigt, Recherche, Kreativität, technische Fertigkeiten, eigentlich all das, was ihr braucht, um auch in der Ausbildung erfolgreich bestehen zu können. Wendet euch an eure Lehrkräfte, wendet euch an diejenigen, die für Berufs- und Studienorientierung zuständig sind, wendet euch an die Berater, beispielsweise auch der Agentur für Arbeit oder auch an Betriebe, die ihr kennt. Erkundigt euch. Eure Filme sind ein wunderbarer Beleg eurer guten Arbeit. Und dann bin ich mir sicher, werdet ihr mit tollen Perspektiven in eine Ausbildung starten können. Alles gut. Vielen Dank an unseren Kultusminister, der auch für den nächsten Preis verantwortlich ist. Sag mal, könnt ihr eigentlich sofort losweinen, traurig gucken und dann wieder lachen? Für gute SchauspielerInnen ist das ein Klacks. Und genau darum geht es in der nächsten Kategorie. Und währenddessen versuche ich mal auf Knopfdruck zu weinen. Funktioniert natürlich nicht. What's up? Sie waren verzweifelt, wütend und sind voll aus sich rausgegangen. Boom. Deshalb sind Sie die Nominierten für beste schauspielerische Leistung. Die Weibelfeld-Schule aus Dreieich. Erst schicken Sie mir das falsche Dokument. Also, das war wichtig. Äußerst wichtig. Danach, was haben Sie da gemacht? Sie stolpern
Ja. Weißt du, wie peinlich es für mich ist vor den Kunden? Es tut mir leid. Das stimmt, dass ich in letzter Zeit etwas tollpatschig bin. Aber ich bin wirklich sehr motiviert, hier zu arbeiten. Ich habe mich halt noch nicht hier eingelebt. Die Gutenberg-Schule aus Frankfurt. Das habe ich gerade in deinem Zimmer gefunden. Eine Bewerbung für eine Ausbildung zum Mediengestalter. Luca, ich dachte, wir wären uns einig, dass du was Ordentliches lernst. Schon seit Tagen nervst mich mit der Scheiße. Die berufliche Schule Untertaunus aus Taunusstein. Moin, der Pauker ist hinüber. Was? Wie das denn? Kannst du dir anschauen. Er hat extra ein Video für dich gemacht. Und unfassbar gut geschauspielert hat der Gewinner. Luca, denkst du, Geld wächst auf den Bäumen? Du kannst hier nicht ewig wohnen bleiben. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Jetzt such dir endlich einen Ausbildungsplatz. Und überhaupt, was isst du da eigentlich schon wieder? Das kann nicht ewig so weitergehen. Das geht seit Jahren schon so. Das habe ich gerade in deinem Zimmer gefunden. Eine Bewerbung für eine Ausbildung zum Mediengestalter. Luca, ich dachte, wir wären uns einig, dass du was Ordentliches lernst. Schon seit Tagen nervst mich mit der Scheiße. Das kann ich. Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich gerne für die von Ihnen ausgeschriebene Stelle als Kaufmann für Büromanagement bewerben. Anbei schicke ich Ihnen meine aktuelle Bewerbung. Viele Grüße, Luca Berger. Sehr geehrter Herr Berger, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Gerne würden wir Sie auf ein Vorstellungsgespräch in unserer Firma einladen. Schönen guten Tag, Herr Berger. Hallo. Ich habe noch 10 Minuten, dann muss ich zum Sport. Ich habe gelesen, Sie kochen gerne. Was ungefähr? Nudeln? Ich habe gelesen, dass Sie gerne aktiv Sport treiben. Was denn? Fußball. Siehst du ihn? Und! Tor! Tor! Luca Berger gewinnt! Ja, Mann! Und Sie haben einen grünen Daumen? Mhm. Und tierlieb sind Sie auch. Mhm. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Hund! Sie sind teamfähig, sagen Sie, ja. Weil die anderen in der Gruppe einfach kacke waren. Alleine kann ich das viel besser. Ich würde sagen, wir melden uns bei Ihnen. Bis die Tage. Danke. Ne? Ich gehe zum Sport. Sehr geehrter Herr Berger,
Leider müssen wir Ihnen Sehr geehrter Herr mitteilen, Berger, dass wir Ihnen die leider müssen wir Ihnen Ausbildungsstelle mitteilen, nicht dass in wir unserem Ihnen die Ausbildungsstelle Leider kam die Bewerbung etwas Wir können spät Sie rein. erst Wir haben uns schon für einen Auszubildenden Bewerbung sehr geehrter Herr Berger. Für weitere Laufbahn haben wir Wir bedauern, Sie müssen keine Fragen veröffentlichen. Ich hätte einfach so gern mein Lieblings-T-Shirt angezogen, anstatt diesen blöden Anzug. Warum verstellst du dich eigentlich so? Weil im Endeffekt ist es doch genau das, was die von einem hören wollen. Die wollen dich als Person und nicht so ein Fake. Ja, da hast du recht, aber was soll ich denn machen? Mach das, was dich glücklich macht und nicht deine Eltern. Fuck, Mann. Yes! Ja! Geht doch! Herr Berger? Ja. Das ist mein Name. Hallo. Kommen Sie bitte mit. Herr Berger, Ihre Bewerbung war wirklich sehr ansprechend, hat uns richtig gut gefallen und Sie würden sehr gut in unser Firmenkonzept hineinpassen. Sehr geehrter Herr Berger, ich hoffe, Sie haben soeben realisiert, dass Sie den Preis in der Kategorie Bestes Schauspiel gewonnen haben. Ja. Kurz mal durchdrehen, unsere Jury war genauso aus dem Häuschen. Du und die anderen DarstellerInnen habt sie mit Gestik und Mimik komplett umgehauen. Mit freundlichen Grüßen, die Jury und ich. Heute ganz große Premiere. 2 unserer Sponsoren sind hier im Filmmuseum, um bei der nächsten Kategorie Inklusion dabei zu sein. Hallo Herr Gallner von der DGB Jugend Hessen-Thüringen und Herr Bauser vom Landesarbeitskreis der hessischen Medienzentren. Schön, dass Sie da sind. Herr Gallner, was heißt denn eigentlich Inklusion am Ausbildungsplatz? Wie kann ich mir das vorstellen? Sind das Aufzüge oder Rampen? Wie sieht das aus? Grundsätzlich unter Inklusion würde ich erstmal verstehen, die Möglichkeit für Teilhabe sowohl am Sozialleben als auch am materiellen, also auch am Geldverdienen. Und dazu gehören, damit Menschen die Möglichkeit haben, auch am Arbeitsleben und Ausbildungsleben teilzunehmen, gehören Rampen, gehören speziell eingerichtete Ausbildungsplätze. Aber es gehört natürlich auch dazu, das Soziale, also dass auch die Menschen mal nachgefragt wird, wie geht's dir, was sind denn deine Bedürfnisse, was brauchst du denn? Und dass man da gemeinsam guckt als einen Prozess, dass man das hinbekommt. Wie unterstützen Sie eigentlich Jugendliche mit Beeinträchtigung in einer Ausbildung? Wir haben da ganz unterschiedliche Möglichkeiten oder wir sind da auf ganz verschiedenen Feldern unterwegs. Auf einmal sind wir ein politischer Verband, wir reden mit Politik, wir reden mit Betrieben und wirken darauf hin, dass mehr Ausbildungsplätze für junge Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen werden müssen, weil da gibt es viel zu wenig von. Die Betriebe nutzen das zu wenig, die Fördergelder, die sie haben. Andererseits bilden wir selber unsere Aktiven in den Betrieben fort in dem Themenbereich, sodass sie aktiv dort handeln können, um Inklusion dort voranzutreiben. Und wir machen auch selbst Seminare für unsere Ehrenamtlichen, für unsere Bildungsarbeit, wie wir da besser um Inklusion diskutieren können und das bei uns auch selber einführen können.
Herr Bauser, Sie unterstützen ja auch den Wettbewerb und auch die Kategorie. Lässt sich eigentlich Inklusion auch durch Medien irgendwie fördern? Auf jeden Fall. Also es ist jetzt gerade durch die Digitalisierung ein Riesenschub und durch die Pandemie ein Riesenschub an Möglichkeiten für Inklusion passiert. Ja? Also es ist ja so, dass wir die Möglichkeit haben, Videokonferenzen stattfinden zu lassen. Da können Menschen mit Beeinträchtigungen und Jugendliche mit Beeinträchtigungen sehr gut daran teilnehmen, wenn es nicht möglich ist, dass sie mobil sind. Und auch zum Beispiel jetzt gibt es Tablets, die Möglichkeit haben, mit Augen zu steuern oder dass man Schriften größer darstellt. Was können denn die Medienzentren dazu beitragen, um Inklusion an Schulen zu fördern? Ja, das Problem ist dann eben, wir haben die Lehrer, die so ein bisschen Beharrungsvermögen haben im Alten. Und es könnte sein, dass die Medienzentren dann eine große Rolle spielen als Berater, als Leute, die als Institutionen, die Fortbildungen organisieren. Und da sind wir sehr aktiv als Medienzentren, um die Lehrpersonen eben instand zu setzen, mit den neuen Möglichkeiten umzugehen. Vielen Dank, dass Sie heute vorbeigekommen sind und vor allem, dass Sie diesen Wettbewerb hier Jahr für Jahr unterstützen. Dankeschön. Es ist wieder an der Zeit, einen Preis zu übergeben, diesmal in der Kategorie Inklusion. Ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt, aber wir sind heute barrierefrei unterwegs. Die ganze Sendung läuft nämlich mit Untertiteln. Jetzt aber Film ab. Sie sind besondere Leute und so wie sie sind, ein Teil von uns. Deshalb sind sie die Nominierten für den Sonderpreis für Inklusion. Die Sophie-Scholl-Schule aus Gießen. Halt, kein Schritt weiter. Ich muss aber zum Orakel. Ach so, schon wieder? Ja, es ist ein Notfall. Ja? Und jetzt nur mit 3P, Huschen, Handtaffel und Birkenstock. Die Fluxusschule aus Wiesbaden-Biebrich. Hallo, guten Tag. Bitte setzen Sie sich. Thank you. Oh, und können Sie sogar Englisch? Yes. Oh, how nice. Das Institut Lauterbad aus Kassel-Wilhelmshöhe. Was ist denn das? Oh, das ist aber mir unheimlich. Gehen Sie weg, du wolltest was von mir. Und der Gewinner des Sonderpreises für Inklusion ist... Hallo? Hi, Ministerium. Ja? Ich bin sauer. Herr Minister? Keine Auszubildenden. Ihr Chef, stinke faul. Ja? Geben Sie mir 3G. Ja? 3 Gründe, ihn nicht zu entlassen. Es geht um Karriere oder Kündigung. Ja? Sonst mache ich das Orakel zum Chef. Neue Ideen und Ergebnisse. Werde ich ausrichten. Sofort. Wer war das? Der Minister ist sehr sauer. Hä, ich hab doch gar nichts gemacht. Das hat er auch gesagt nach der Suche nach 3G. Hä? 3 Gründe, sie nicht zu entlassen. Die wird er aber nicht finden. Das hat er auch gesagt. Er will neue Ideen und Ergebnisse. Hab ich nicht. Ich frage einfach das Orakel. Schon wieder? Ja. Halt, kein Schritt weiter. Ich muss aber zum Orakel. Ach so, schon wieder? Ja, es ist ein Notfall. Ja? Und jetzt nur mit 3P, Huschen, Handtaffel und Birkenstock. Okay, dann ziehst du damit an. Hallo. Hallo. Könntest du mir mal helfen? Schon wieder? Guck mal in eine Kugel. Die Kugel sieht schön aus und Was siehst du? mein Kopf brennt. Ich stehe momentan unter Druck. Vom Minister. Genau. Neue Ideen und Ergebnisse. Genau um das Thema. Meine Ausbildung. Was noch? Es geht um meine Existenz.
Karriere oder Kündigung? Peter Lackschuh. Den Moderator? Und 3G. Das war's. 3G plus M? Gewinne, Gänse. Danke, Orakel. Und ein Applaus für mich. Was hat der Orakel gesagt? Wir brauchen Moderator Lackschuh. Für was denn? Karriere oder Kündigung? Ah, verstehe, dann rufe ich ihn an. Und wir brauchen unsere besten Auszubildenden. Wer stört? Herr Lackschuh, wir würden Sie gerne als Moderator buchen. Ich bin im Urlaub. Schade, das geht um 3G. Garantiert große Gage. Ja. Mindestens. Fünfstellig. Ohne Rechnung. Machbar. Dann fliege ich zurück ins Studio. Wiederhören, Herr Lackschuh. Bis morgen. Hallo und guten Abend. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Quizshow Karriere oder Kündigung. Ihr Moderator ist Peter Lackschuh. Herzlich willkommen, mein Name ist Peter Lackschuh und hier sind die Kandidaten fürs Halbfinale. Mats ab. Das ist Lars, der lustige Landwirt aus Lanau. Er liebt Lachsnudeln. Und nicht nur die. Lange Feldwege haben es ihm auch angetan. Die hätte er gerne mal mit doppelter Schrittgeschwindigkeit. Seine Gans Erna ist die schönste im ganzen Land. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Lars Koch. Unsere Kandidatin arbeitet seit 2 Jahren am Limit. Hinter ihr liegen wahnsinnige 2700 Überstunden. Und nicht nur das, sie ist in der Lage, 4 Beatmungsgeräte gleichzeitig bedienen zu können. Sie ist eine Heldin des Alltags. Einen 20-Uhr-Applaus für Inge Mahler, Krankenpflegerin in der Klinik am Südring. Jetzt hört mal auf. Von dem Applaus kann ich auch nichts kaufen. Ich brauche noch mehr 3G. Gehalt. Genau, fünfstellig. Wir beginnen mit der ersten Frage. Wie kann man die Situation des Patienten verbessern? Schlachten. Mann, das kann doch nicht sein. Bett verstellen. Die Antwort ist richtig, Bett verstellen. Finale. Willkommen zum zweiten Halbfinale. Schön, dass ihr da seid. Mats ab. Das ist Gabi. Gabi repariert gerne Autos. Und das macht sie richtig gut. Sogar so gut, dass sie mittlerweile eine der besten Auszubildenden in Deutschland ist. Sie hat Motoröl im Blut und hält mit 137 Metern den europäischen Rekord im Wagenheber-Weitwurf. Herzlich willkommen, Gabi Fleischer aus Hatzfeld. Oder wird es vielleicht Thomas, der zwar auch nur mit Wasser kocht, dafür aber in der Küche die Hosen anhat. Sogar in der italienischen Provinz kopiert man seine Bolognese-Soße. Freuen Sie sich mit mir auf Thomas Bauer aus Bielefeld. Lecker. Jetzt eure Frage. Was kann man mit diesem Auto machen? Nummernschilder abmontieren und illegales Straßenrennen fahren. Das stimmt leider nicht. Ausschlachten. Genau. Wir kommen zurück zum großen Finale. Und hier kommt die Masterfrage. Wer hat am meisten in der Pandemie gelitten? Die Politiker. Die bestimmt nicht. Pflegeberufe. Richtig, du bist die Gewinnerin von Karriere oder Kündigung. Komm bitte nach vorne. Inge Mahler. Das war's jetzt mit der Game Show. Ich bin euer Moderator Peter Lackschuh. Auf Wiedersehen. Hallo Minister. Haben Sie das organisiert? Ja. War das die Idee des Orakels? Ja.
Sehr gut gemacht. Sie machen Karriere. Vielen Dank. Ihr Chef, den Abgang. Aber behalten Sie es für sich. Ich hab mich richtig gut drauf. Was weiter? Karriere oder Kündigung? Ein ganz großer Applaus an dieses tolle Team. Und da ich ja auch Moderator bin, weiß ich genau, wie man sich fühlt, wenn man in so einer Situation ist. Deshalb würde ich Sie, Herr Lakshu, sehr gerne kommendes Jahr hier zu mir einladen. Vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, dass wir eine Anmoderation zusammen machen. Ja, unsere Jury war natürlich auch begeistert und findet die witzige Weise, Medienkritik zu äußern, sehr gelungen. Also kein Grund zur Kündigung. Ihr macht auf jeden Fall Karriere. Und wir machen jetzt mit der nächsten Kategorie weiter. Nein? Siehst du, wir sind jetzt hier. Wir haben noch einen Sonderpreis in der Kategorie, der muss noch vorgestellt werden. Stimmt. Steff, was würde ich nur ohne dich machen? Ist okay. Ist okay. Ja, und wir starten jetzt einfach noch mal von neu. Kleinen Moment. So, ist wieder an. Als unsere Jury alle Filme geschaut hat, war sie von der pädagogischen Arbeit einer Schule so begeistert, ja, dass sie kurzerhand mit dem Hessischen Rundfunk einen neuen Preis ins Leben gerufen hat. Der Gewinn, eine medienpädagogische Fortbildung für das ganze Team. Ja, und jetzt fehlt nur noch der Gewinner. Guten Tag, liebe Mia. Wie geht's dir? Wie geht's gut? Es geht dir gut. Es geht dir gut. Es geht dir gut. Wer kommt hier? Oh, wer ist das denn? Mia. Das bin ich, musst du sagen. Das bin ich. Ja. Oh, die kenne ich. Wer ist das? Ich. Ja. Habt ihr verstanden? Von eurem Bild mit eurem Foto und eurem Zeichen drauf und euren Farben wird auch so eine tolle Fahne gemacht, gedruckt. Und jeder hat seine eigene Fahne für sich. Ich will arbeiten. Ich will alleine Arbeit suchen. Ich will Bäckerei arbeiten. Brötchen verkaufen. Und du schneidest die Hand auf. Genau. Guck mal, so ganz grob drumherum. Genau. Guck mal, du fängst mal hier unten an zu schneiden. Nein, nicht schneiden, so bleiben. Na, guck mal, mach das raus. Oder lieber so über Kreuz. Können wir auch machen. Ja. Über Kreuz ist gut, ne? Gut, dann halte ich das. Und Hier, du machst den Schnitt ganz längs. Immer ganz durch. Bis hier rüber. Wo habe ich denn die Bleistifte getan? Da. Super. Wer hat Angst vorm Aufbruch? Niemand! Und wenn er kommt? Dann laufen wir! Oh, dann lauf mal! Mia, ich hab dich, dann kommst du mit zu mir. Ich möchte gerne bei Ihnen arbeiten, Frau Mia. Darf ich kommen? Ja. Vorstellungsgespräch? Ja. Was muss ich denn da tun, wenn ich die Arbeit will? Können Sie mir zeigen, was ich arbeiten muss? So? Ist das die Arbeit? Ja. Und was muss ich dann mit der Kugel machen? Muss ich die in ein Töpfchen tun? Ja. In welches? Da. Okay. Machen Sie mal vor. So. So gut? Sie möchten Arbeit haben? Ja. Wie heißen Sie? Ich heiße Valentino. Ah, wie alt sind Sie? Ich bin 18. 18 Jahre. Ich hole Ihnen mal einen Stuhl, da können Sie sich hier setzen. So. Hallo, guten Tag.
Bitte setzen Sie sich. Thank you. 17. Oh, und können Sie sogar Englisch? Yes. Oh, how nice. Dann bin ich jetzt wieder groß geworden. Ich bin ein Riese, ich bin jetzt groß geworden. Und aus der Schule gehe ich bald raus, arbeite in der Orangerie als Gärtner. Mal arbeite ich, Orangerie als Gärtner, arbeite ich dort, mache ich die Hecke, Rasenmähen und sowas. Diese 7 Menschen werden bald in die Welt hinausgehen und arbeiten gehen und vielleicht umziehen, wer weiß, vielleicht eine eigene Wohnung haben, vielleicht wegfahren, Ja. vielleicht verreisen. Ja. Alle diese Dinge habt ihr vor. Und daran wollen wir mal denken und wollen eine Geschichte erzählen. Was nehmt ihr mit? Hey. Jetzt bist du dran, Yusra. Ja. Yusra, was ist da schon drin? Überleg mal. Was ist da drin? Karte und Frank Glas und April und mit Super. Und dazu kommt? und ich nehme ein Reh mit. Super. Spitzenmäßig, Yusra. Ich will auch in der Küche arbeiten. Du möchtest auch in der Küche Ja. arbeiten? In der Werkstatt? Ja, im Verhältnisstraße. Also, und dann mache ich Küche, aber ich werde auch Köchin sein. Du möchtest auch Köchin sein? Ja. Sehr schön. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Karte, ein Fernglas, eine Sonnenbrille, eine Mütze, ein Kuschelreh, eine Kamera, eine Taschenlampe, einen Ball und einen Regenschirm. Komm hier, schwenken! Aufbruch! Aufbruch! So viel positive Energie, so furchtlos, so unglaublich bereichernd. Wir wünschen den SchülerInnen der Fluxus-Schule viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Hallo, hallo, so sieht übrigens meine Perspektive aus. Hier schön mit Kamera und Team. Und das, was ihr jetzt gerade sehen könnt, ist 9:16. Ein Format, das uns ja jeden Tag begegnet. Natürlich über das Smartphone, ganz klar. Reels gucken wir uns damit an beispielsweise. Und genau das ist jetzt auch eine neue Kategorie bei uns. 9:16. Und diese Kategorie haben wir vor allem dem Hessischen Jugendring zu verdanken. Ohne euch wäre das nicht möglich. Aber ich rufe vorher noch mal ganz kurz bei Sven an. Sven, kannst du mich sehen? Hallo, Sven. Oh Gott, Daniel, sorry, ich war gerade abgelenkt. Geht's nur mir so mit der Ablenkung oder anderen eigentlich auch? Ich frag mal rum. Verbringst du viel Zeit am Handy? Viel zu viel. Viel zu viel. Was schätzt du denn? Was ist deine Bildschirmzeit am Tag? Ich schätze mal so 3 bis 4 Stunden. Also ich habe schon eine Bildschirmzeit zwischen 4 und 5 Stunden. Also da geht schon einiges drauf. 3 Stunden und 10 Minuten ist der Tagesdurchschnitt. Man sollte viel mehr außerhalb vom Handy und der digitalen Welt leben. Und dein Trick für weniger Zeit am Handy ist ein Hund? Das ist der Hund, ja. Und viel Sport. Wer hat denn da noch Zeit, sich in der Partei, im Sportverein oder ehrenamtlich zu engagieren? Viele dieser Vereine in Hessen sind im Hessischen Jugendring organisiert. Die müssen es ja eigentlich wissen. Herr Jeckel, gibt es diese Nachwuchsprobleme? Was macht denn der Hessische Jugendring dagegen? Vielen Dank für die Frage. Das ist ein Thema, was uns natürlich als Hessischer Jugendring sehr intensiv
beschäftigt. Und es gibt empirische Forschung, die belegt, dass weit mehr als 50% der Kinder und Jugendlichen und jungen Menschen in Hessen in Vereinen aktiv sind. Also da scheint es so zu sein, dass die Online-Zeit eine andere Zeit ist in der Lebensplanung von Kindern und Jugendlichen, als die sie in Vereinen verbringen. Wir merken aber gerade nach der Corona-Pandemie, dass es ganz, ganz schwer ist, gerade Jugendliche und junge, engagierte Personen wieder auch zu aktivieren für die Vereinsarbeit. Und dass wir da als Vereine ganz, ganz viele Angebote auch noch mal zusätzlich machen müssen und dass sich auch da die Online-Zeiten noch mal ganz anders entwickelt haben. Von daher müssen wir da sehr viel gerade dafür tun, dass wir wieder das entsprechende Engagement auch in den Verbänden und in den Vereinen haben. Ist die viele Zeit am Smartphone denn nur ein Problem? Kann man nicht vielleicht sogar beides verbinden, Handy und Vereinsarbeit? Und kann die Medienkompetenz am Ende sogar ein Vorteil sein für die Vereine? Also ich glaube, dass Kinder und Jugendliche heute genauso in der digitalen Welt leben, wie sie in der realen Welt leben. Und dass das ganz wichtige Momente sind ihrer Identitätsbildung, dass es wichtige Momente ihres sozialen Lebens sind und ihrer Kommunikation sind. Und dass auch in dem Digitalen ja ganz viel Kreativität steckt, ganz viel Auseinandersetzung steckt. Und von daher ist es, glaube ich, etwas, was man jetzt nicht als negativ nur werten kann. Aber natürlich sind auch reale Erfahrungen wichtig und die müssen auch ihren Ort haben. Und das bildet sich auch in der Vereinsarbeit ab. Dort gibt es inzwischen auch digitale Elemente und ganz viel reale Erfahrungen in der Gruppe. Und auch nur so kann, glaube ich, Vereinsarbeit interessant bleiben für Kinder und Jugendliche. Und so muss eine Jugendarbeit sich heute auch weiterentwickeln. Ja, da sieht man, dass Smartphone und Co. auch richtig sinnvoll genutzt werden können. Jetzt aber zum Preis. Wir haben sage und schreibe ein Video in 9:16 erhalten. Und da haben wir uns einfach gedacht, hey, mutig, gewagt, da steckt eine tolle Botschaft dahinter. Wisst ihr was? Ihr habt gewonnen. Ja? Herzlichen Glückwunsch an die IB Südwest Bildungswerkstatt Frankfurt, die uns ein Reel zum Thema Rassismus im Vorstellungsgespräch geschickt hat. Ein wichtiges Thema mit einer sehr starken Message. Ein Vorstellungsgespräch, glaube ich, bei Ihnen. Ein Vorstellungsgespräch? Ja. Ja, dann kannst du dich hinsetzen. Und als was möchtest du dich hier vorstellen? Medizinischer Fachangestellter. Und woher kommst du, wenn ich fragen darf? Aus Frankfurt. Nee, ich meinte ursprünglich. Ach, ursprünglich. Meine Eltern kommen aus Eritrea. Dann gucken wir mal hier in die Deutschnote. Den Deutschunterricht hast du auch verpasst, anscheinend. Also du passt meiner Meinung nach nicht hierhin. Das war das erste Mal in der Geschichte der Preisverleihung, dass wir einen 9:16 Film hier ausgezeichnet haben. Mal schauen, wie sich das so in den kommenden Jahren dann entwickelt und ob wir vielleicht mehr Einsendungen bekommen. Und wir schalten jetzt mal zu Sven, der auf dem Willy-Brandt-Platz ist. Warte mal, höre ich da etwa ein Hämmern? Sven, was ist denn da los bei dir? Bei unserer nächsten Kategorie geht es ja um die beste Story. Und Drehbücher schreiben ist ja Handwerk pur. Quasi wie das Einschlagen von Nägeln. Erste Frage, sind Sie handwerklich begabt? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, gar nicht? Nein. Nein, sagen Sie nein. Nein. 0,0. 0,0. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, siehst du, ich bin überhaupt nicht. Nee, lassen wir das besser. Aber jetzt läuft's. Ja. Hast du mir überlegt, eine Ausbildung zu machen im Handwerk? Habe ich tatsächlich damals mal überlegt. Nein. Auch auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nein. Warum Das wäre nicht? viel zu anstrengend. Ich bin gespannt, was die Handwerkskammer dazu sagt. Frau Haus, was sagen Sie, um die Menschen vom Handwerk zu überzeugen? Warum sollte man genau jetzt eine Ausbildung da machen? Ja, eine Ausbildung im Handwerk zu machen, ist immer eine gute Entscheidung.
Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir ganz viele Berufe haben, die im Bereich Klimaschutz eine Rolle spielen. Und wenn junge Menschen ins Handwerk gehen wollen und wenn junge Menschen insbesondere was für den Klimaschutz tun wollen, dann können sie natürlich ein solches Handwerk erlernen und jeden Tag ganz praktisch zum Schutz der Umwelt beitragen und eine Solaranlage montieren, eine neue Heizung installieren und der vielen mehr. Im Handwerk gibt es 130 Berufe und alle diese Berufe suchen Nachwuchs. Das heißt, die Türen stehen alle sehr weit offen für junge Menschen, die Interesse am Handwerk haben. Und sie machen damit eine wirklich gute Entscheidung, denn sie wählen einen absolut sicheren und zukunftsfähigen Beruf. Frau Haus, Sie sind gelernte Malermeisterin und Restaurateurin, haben als Frau ein Handwerk gelernt. Woran liegt es denn, dass es sonst in Ihrer Branche so wenige Frauen gibt? Und wie kann man das vielleicht ändern? Ja, in der Branche Handwerk gibt es leider immer noch Luft nach oben, was die Beschäftigung von jungen Frauen und jungen Mädchen angeht. Das kann vielleicht auch daran liegen, dass die Information einfach nicht bei den jungen Frauen und Mädchen ankommt, was im Handwerk alles möglich ist, welche Berufe wir haben und dass man vielleicht auch darüber nachdenkt, einen Beruf mal auszuprobieren, der vielleicht nicht ganz typisch Frauenberuf ist. Also ich kann auch mal ein Praktikum als Maurerin machen oder als Betonbauerin und das Vorurteil, dass man sehr viel Kraft braucht hier, um diese Berufe auszuüben, die haben sich heute über die Kraft hier eigentlich ganz viel ersetzt. Das heißt, alle Frauen sind in allen Handwerksberufen eigentlich sehr, sehr herzlich willkommen und sie können das auch ohne weiteres meistern, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe, dass das jetzt ganz vielen jungen Frauen da draußen Mut macht. Vielen Dank, Frau Haus, für diese wichtige Botschaft, aber auch, dass sich die hessischen Handwerkskammern so engagiert an diesem Wettbewerb beteiligen. Ihnen alles Gute. Um eine Geschichte so richtig gut zu erzählen, braucht es, klar, ein gutes Storyboard, wie zum Beispiel hier hinten. Die Profis in Hollywood, die machen das nicht anders als ihr. Und wer hier patzt, ja, der hat später vielleicht ein großes Problem. Das ist unsere Nominierten in der Kategorie Beste Story. Zum Glück nicht passiert. Sich eine interessante Geschichte zu überlegen, ist gar nicht so leicht. Doch sie haben es geschafft. Boom. Nominiert für Beste Story sind die Gesamtschule Gleiberger Land aus Wettenberg. Marie, das ist ein Männerberuf. Du wirst das niemals schaffen. Die Albert-Einstein-Schule aus Maintal. Bist du Schüler? Ja! Hast du keine Ahnung, was du nach der Schule machen willst? Ja! Hast du durch Social Media eine super kurze Aufmerksamkeitsspanne? Ja! Dann habe ich genau das Richtige für dich. Speed-Praktikas. Oh! Die Comenius-Schule aus Herborn. Herzlich willkommen zu unserer Show. Heute geht es um 4 Jugendliche, die noch etwas ziellos sind, aber mit etwas Glück finden sie einen Weg aus dem Wald der Verwirrung. Dies ist der Ausbildungsraum. Und der Preis für die beste Story geht an... Ausbildung. Jeder Jugendliche muss sich früher oder später damit auseinandersetzen. Doch, was bedeutet diese Entscheidung eigentlich und warum ist sie so wichtig? Nun, Ausbildung ist... die Entscheidung bedeutet, dass... Ist doch beschissen. Wir wollen einen Film über Ausbildung drehen und wissen selbst nicht, was wir in Zukunft machen wollen. Mann, Leute, vielleicht hätten wir doch erstmal das Skript schreiben sollen, bevor wir mit Drehen anfangen. Wollen wir nicht einfach aufgeben? Das wird doch eh nix. Was? Wir können jetzt nicht aufgeben. Ich habe extra die Kamera aus dem Technikraum mitgehen lassen. Ich will nicht umsonst meinen Hintern riskiert haben. Ja, hast ja recht. Darf ich euch daran erinnern, dass wir eigentlich gar keinen Plan von Berufen und Ausbildung haben? Ich meine, egal wie gut unser Skript wird, wenn wir das Thema nicht treffen, haben wir eh keine Chance bei dem Wettbewerb. Was willst du jetzt machen? So viel Praktikumserfahrung wie möglich in kurzer Zeit sammeln? Das ist nicht realistisch. Das war doch alles deine Idee. Du meldest uns immer bei solchen Sachen an. Am Ende haben wir überhaupt keinen Plan. Das war doch nur ein Vorschlag. Los, war es doch die gesagt hat, dass wir... Bist du Schüler? Ja! Hast du keine Ahnung, was du nach der Schule machen willst? Ja! Hast du durch Social Media eine super kurze Aufmerksamkeitsspanne? Ja!
Dann habe ich genau das Richtige für dich. Speed-Praktikas. Mache in einer Woche so viele Praktikas, wie du nur irgendwie kannst und finde genau deinen Traumberuf. Leute, ich habe da was gefunden. Du interessierst dich für Autos? Ja, dann bist du bei uns an der richtigen Adresse. Ich würde sagen, bist du bereit? Mehr als bereit. Fangen wir mit etwas Leichtem an. Missbrauch bitte mal den Ölschwamm und ich kümmere mich um die anderen Fahrzeuge. Nichts leichter als das. Als Bademeister überwachst du das Geschehen rund ums Schwimmbecken. Achtest darauf, dass niemand rennt. Und am allerwichtigsten, wenn jemand vom Beckenrand springt, dann ist es deine Pflicht, so laut in die Trillerpfeife zu trillern, wie du nur irgendwie kannst. Verstanden? Geht klar. Und was jetzt? Patrouillieren und bereithalten. Was machst du? Beeil dich gefälligst! Speed-Praktika. So ein Quatsch. Wenn es diesmal wieder nichts wird, dann schmeißen wir diesen blöden Film einfach hin. Gut, dass du da bist. Einfach hinten durch. Einfach ganz hinten durch. Wir sind zeitlich aktuell sehr knapp. Wir müssen gleich auf Sendung gehen, deswegen einfach durch. Ich glaube, Sie verwechseln mich. Ich bin nur der Praktikant. Hey, sehr gut. Einmal hier hinstellen. Der Text wird hier eingeblendet. Sind wir bereit? Einmal in die Kamera schauen. Was? Geht los in 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First Step to Tree. Und das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und bis bald. Perfekt. Das war spitze. Sehr gut gemacht. Vielen Dank. Was ich aber eigentlich schon die ganze Zeit sagen wollte, ich bin nur der Praktikant. Du bist was? Hi, sorry für die Verspätung, Leute. Irgend so ein Idiot in der Werkstatt hat mein Auto hochgejagt. Jetzt muss ich mit dem Bus nachkommen. Das heißt, du bist also... Ja. Und du bist eigentlich... Okay, naja. Du hast es gut gemacht, deswegen ist es in Ordnung. Wenn du mit der Schule fertig bist, dann melde dich aber mal bei uns. Das war echt gut. Ausbildung. Jeder Jugendliche muss sich früher oder später damit auseinandersetzen. Doch, warum ist diese Entscheidung eigentlich so wichtig und was bedeutet sie? Nun, Ausbildung bedeutet, sich selbst klarzumachen, was für Wünsche, Träume und Ziele man für die Zukunft hat und wie man diese verwirklichen möchte. Dabei ist die Wahl des Berufes entscheidend.
Doch was ist, wenn man noch gar nicht weiß, was man eigentlich tun möchte? Dann kann ein Praktikum dabei helfen. Auch kann es hilfreich sein, seine Hobbys und Interessen einwirken zu lassen. Du spielst gerne Videospiele und programmierst, dann ist vielleicht Game Developer ein Beruf für dich. Du magst Autos und bist handwerklich begabt? Denk doch mal über eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker nach. Für was auch immer du dich entscheidest, lass dir nicht von anderen dazwischenreden. Denn es ist deine Ausbildung, deine Wahl, deine Zukunft. Okay, den nehmen wir. Geil. Perfekt. Super, dann müssen wir jetzt nur noch schneiden. Perfekt, geil. Nice. Das Ding haben wir in der Tasche. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Wer hat die Kamera aus dem Technikraum geklaut? Lauf! Herzlichen Glückwunsch, Speed-Praktika, beste Idee. Er war am liebsten auf TikTok oder Insta. Was mir aber besonders gut an eurem Film gefallen hat, ich bin komplett dran geblieben. Die 7 Minuten kamen mir vor wie 3 Minuten. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Findet auch unsere Jury. Ihr habt es geschafft, eine sehr gute Geschichte zu erzählen, die auch motiviert. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es wird spannend. Wir kommen zu unserer letzten Kategorie und die lautet Bester Film. Den Preis stiftet übrigens die Sparkasse Hessen-Thüringen. Ja, und diesmal gibt es von der Sparkasse statt Geld Salz, Muscheln oder Tee. Dürft ihr euch einfach aussuchen. Ich meine, in der heutigen Zeit ist doch Geld sowieso nichts mehr wert. Oder haben die Leute an deinem Stand noch ein Sparbuch, lieber Sven? Genau das will ich die Leute jetzt mal fragen. Ich habe ein Sparbuch und ein Investierkonto. Also nicht mit sowas Altem, aber ich habe noch eine Sparanlage, ja. Nein. Nein. Wir haben überlegt, weil manche Menschen das Geld einfach auf dem Konto haben und es weniger wert wird, könnte man nicht mit was anderem zahlen? Salz. Das hat man ja früher mit bezahlt. Richtig. Ich habe gesehen, du bist mit dem Apfel gekommen. Wäre das was? Warum denn nicht? Ich weiß nicht, ob man das vergleichen Kann man nicht vergleichen. Nee, sollte man nicht vergleichen. Also ich habe sie nicht überzeugt mit meinen neuen Geldmethoden. Nee. Nee, gar nicht. Nee. Wird auch ein bisschen aufwendig. Herr Dr. Schillinger von der Sparkasse, Sie sind der Experte. Klären Sie uns auf. Warum ist Geld am Ende doch besser als all das, was hier auf dem Tisch liegt? Muscheln statt Geld, das hört sich in der Theorie sehr romantisch an. In der Praxis würde uns das aber beim Einkaufen und beim Bezahlen vor Riesenprobleme stellen. Schließlich gleicht keine Muschel der anderen und wir müssten deshalb wirklich bei jedem einzelnen Einkauf erst einmal mit dem Verkäufer verhandeln, was wir für unsere konkreten Muscheln denn überhaupt bekommen. Und wenn wir Pech haben, dann nimmt der Verkäufer unsere Muscheln gar nicht entgegen, weil er eben als Gegenleistung doch lieber das Salz oder die Äpfel haben möchte. Die besitzen wir aber vielleicht gar nicht oder haben sie zumindest nicht dabei und dann würden wir beim Einkaufen in die Röhre schauen. Das zeigt, Naturalgeld würde das Einkaufen sehr viel schwieriger, sehr viel aufwendiger, sehr viel umständlicher machen. Und deshalb fahren wir mit Geld deutlich besser. Über die Geschichte des Geldes lernt man sicherlich auch was bei Ihnen in der Ausbildung. Aber jetzt mal ganz generell gefragt, warum sollten sich denn die Menschen bei Ihnen bewerben? Ich meine, Geld ist doch out, oder? In anderen Ländern zahlt man fast nur noch hiermit. Bargeldlos. Naja, Herr Marquardt, die Ausbildung und die Arbeit in einer Sparkasse ist natürlich deutlich mehr als nur bloßes Geldzählen oder das Verwalten von Girokonten oder Sparbüchern. Da gibt es ganz viele spannende Aufgabenfelder, zum Beispiel die Beratung. Unser Leben ist ja sehr stark geprägt vom Geld. Geld spielt eine zentrale Rolle und viele Menschen wollen jetzt eben zum Beispiel in der Zeit der Inflation wissen, wie sie ihr Geld möglichst wertsichernd anlegen können. Andere Menschen brauchen Geld zum Beispiel in Form eines Kredits, weil sie sich ein Haus
oder ein Auto kaufen wollen. Und unsere Sparkassenberater sind natürlich auch wichtige Ansprechpartner für die jungen Leute, wenn es um das Thema finanzielle Bildung geht. Das sind nur einige Beispiele. Sie sehen aber, Herr Marquardt, unser alter Slogan gilt weiterhin, wenn es ums Geld geht, Sparkasse. Egal wie in Zukunft bezahlt wird, eine gute Ausbildung kann mit Sicherheit nicht schaden. Vielen Dank, dass Sie und der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen auch dieses Jahr uns unterstützen. Alles Gute und bis ganz bald. Jetzt bitte nochmal Trommelwirbel. Wir haben es fast geschafft. Wer gewinnt in der Kategorie Bester Film? Unfassbar, wie Sie mit der Kamera umgehen können. Sie sind so jung und schon so talentiert. Sie sind nominiert für den besten Film. Die Obermeier Business School aus Wiesbaden. Wir drehen aber nicht nur im Studio, sondern haben auch Außendrehs. Wichtig ist, vorher zu klären, ob das Wetter okay ist und dass alle Technik da ist. Ich hab's euch ja gesagt, Außendrehs können ganz schön anstrengend sein. Das litauische Gymnasium aus Lampertheim-Hüttenfeld. Das verstehe ich nicht, weil ich wurde nicht beachtet auf meiner Arbeitsstelle. Ich konnte das nicht, die Arbeit wurde nicht wertgeschätzt und es wurde einfach, wie gesagt, es wurde immer viel zu viel. Und Jannik, das Leben ist kein Ponyhof. Die integrierte Gesamtschule Kastellstraße aus Wiesbaden. Dann wollen wir doch mal sehen, was ihr so alles gelernt habt. Und der Preis für den besten Film geht an... Hallo, Sie müssen der Blaubeer sein, richtig? Nehmen Sie doch bitte Platz. Sie haben Ihren Lebenslauf dabei? Schön, geben Sie mir bitte. Aha. Nun gut, ich würde Ihnen jetzt als erstes Fragen stellen, um Ihre Kompetenzen festzustellen. Folgendes. Haben Sie im kulturellen Bereich irgendwelche Interessen oder Fähigkeiten? Weder Kunst noch Musik? Und was ist mit Mathematik? Wir brauchen dringend Ingenieure, um die Städte wieder aufzubauen. 139 im Quadrat und dann die Summe mit der anderen Zahl ergibt c Quadrat. Wenn du dann die Wurzel ziehst, ist doch klar, dass c dabei rauskommt. Jeder hier kann das, außer du, Blaubeer, hast wieder Probleme damit. Okay, Mathe liegt Ihnen wohl nicht so am Herzen. Ich habe hier noch ein paar Berufe, die dringend benötigt werden. Vielleicht ist ja was für Sie dabei. Diese Berufe sind in der Regel stark unterbesetzt. Da hätten Sie dann ein leichtes Spiel. Wie wäre es denn mit Mechaniker? Dafür bräuchten Sie natürlich einiges handwerkliches Geschick. Weisen Sie so etwas denn auf? Lassen Sie es einfach liegen. Na gut. Wissen Sie denn, was die Pharmaindustrie ist? Also in der Pharmaindustrie wird geforscht an Medikamenten und Impfstoffen.
Das ist sehr gut bezahlt, denn das ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Naja, also wegen dem nuklearen Krieg gibt es viele Genmutationen und die führen zu noch unbekannten Krankheiten. Sie bräuchten nur Grundkenntnisse in Chemie. Dann wollen wir doch mal sehen, was ihr so alles gelernt habt. Okay. Na gut. Oh, außerdem steht, hier müssten Sie offen für Tierexperimente sein. Könnten Sie als Spitzel arbeiten? Dafür müssten Sie nur Ihre genauere Umgebung im Blick behalten und das dem BFK melden. Was genau die Behörde für Krisensituationen damit anstellt, weiß niemand so genau, aber Sie könnten sofort anfangen. Sagen wir 4 bis 5 Wochen Workshops würden genügen. Ach nein, dafür bräuchten wir ein unauffälliges Aussehen. Als Journalist könnten Sie arbeiten. Sie würden herumreisen und über die Krisenregionen aufklären. Sie bräuchten Sprachkenntnisse. Können Sie Französisch? Französisch 6. Nun gut, das sind jetzt wirklich nicht die Französischkenntnisse, die Sie bräuchten. Und die bräuchten Sie wirklich. Immerhin ist Französisch die neue Weltsprache. Franzosen hatten einfach die besten Bunker. Meine Güte, 323 Fehlstunden? Was haben Sie denn da gemacht? Schlagen Sie doch mal einen Beruf vor. Pilot. Nun, das bilden wir leider nicht mehr aus. Immerhin sind die fossilen Brennstoffe erschöpft und das Fliegen mit Flugzeugen daher nicht mehr möglich. Es tut mir leid, aber leider sind Ihre Qualifikationen zu gering und Ihre Lücken zu groß. Ich muss Sie leider auffordern, zu gehen. Dass Sie mich verstehen, da ist die Tür. Entschuldigen Sie, also ich weiß nicht, wie ich da vorher nicht drauf kommen konnte, aber Erzieher, das wäre doch der perfekte Beruf für Sie. Was für ein wunderschöner Film. Ich habe ihn gestern Abend gesehen und ich muss euch sagen, er hat mich am Ende emotional total berührt und das passiert sehr, sehr selten. Also, großer Applaus für euch. Die Jury war so begeistert und ihr seid damit der beste Film des Jahres geworden. Ach, noch was, natürlich bekommt ihr kein Salz oder Tee. Wir schicken euch richtig schöne Muscheln. Leute, wir sind am Ende angekommen und bevor ich wieder ein Jahr lang als Comic im Internet verschwinde, will ich mich noch bei euch bedanken. Ihr habt so tolle Filme gemacht und egal wie das heute ausgegangen ist, ihr könnt richtig stolz auf euch sein.
Ganz zum Schluss gibt es noch ein paar Menschen, denen ich auch Danke sagen will. Natürlich zuerst bei meinem Co-Moderator Sven. Du hast das großartig gemacht. Und was viele nicht wissen, 2017 warst du noch Schüler und hast selbst an diesem Wettbewerb teilgenommen. Schaut mal, wir haben da ein paar Bilder aus dem Film und auch der Verleihung rausgekramt. Ja, und jetzt macht Sven ein Volontariat beim HR. So schnell kann es gehen. Jetzt ist er mein Moderationskollege. Ein ganz besonderer Dank geht an alle unsere Sponsoren, die weiterhin an unserer Seite geblieben sind. Ohne euch wäre all das hier nicht möglich gewesen. Und ohne meine sensationelle Redaktion, ja, was soll ich sagen, hätte ich wahrscheinlich schon 273 Mal den Überblick verloren. Mindestens. Deshalb vielen Dank, Joachim, Sophie, Stefanie. Diese 3 sind auch dafür verantwortlich, dass eure Filme hier über diesen Link aufrufbar sind. Und ganz zum Schluss noch ein kleines Highlight. Alle Gewinnerfilme laufen ab dem 1. August eine Woche lang im HR-Fernsehen. Und das kann man sich mit Geld auf keinen Fall kaufen. Vielleicht mit Muscheln, aber kein Geld. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das kommende Jahr. Genießt den Sommer und macht im Leben genau das, was euch glücklich macht. So, und ich mache mich wieder bereit für das Comic. Für euch gibt's noch was zum Lachen. Mütze bitte. I'm ready. Cuddy, beam me up. Am besten finde ich die Outtakes. In Frankfurt gelandet. In Frankfurt gelandet. Wir machen es nochmal. Okay, jetzt aber schnell. Frau... Kannst du aufhören? Jetzt kommt's nicht. Ach, scheiße. Sie ist durchgeflutscht.